Hallihallo, ich bin der Ruti. Ich bin gerade in Argentinien, Calafate, mit dem Motorrad unterwegs. Und eigentlich wollte ich hier nur einen Ölwechsel machen, habe aber dann erneut Probleme mit meinem Hinterrad festgestellt. So, ich habe das Motorrad jetzt mal gewaschen zur Feier des Tages. Und dabei ist mir aufgefallen, dass das Hinterrad schon wieder ein bisschen Spiel hat. Also das Lager scheint jetzt nach weniger als 20.000 Kilometern schon wieder hin zu sein. Ich habe keine Ahnung, was ich da immer treibe. Aber diesmal weiß ich ja, es darf kein Spiel haben. Und ich wollte jetzt einen Ölwechsel machen. Und war dann im Geschäft, weil ich einen neuen O-Ring haben will. Ich habe noch nie einen gemacht, aber ich habe das gegoogelt und YouTube geschaut und so weiter. Und die meisten Leute sagen, es ist besser, wenn man den O-Ring ersetzt. Und jetzt habe ich versucht, einen zu bekommen. Die hatten keinen. Und dann war ich in einem anderen Geschäft, die hatten auch keinen. Aber dann kam die Frau, die da arbeitet, die kam raus und hat dann so, ja, ich kenne einen Motorradtypen. Und die hat mir die gewhatsappt und der hatte den O-Ring. Und dann bin ich hierher gefahren und jetzt habe ich den gleich mal nach dem Lager gefragt. Und er hat so gesagt, so, ja, das eine Lager ist hin. Das ist Mauro. Hola. Hola. Und hier steht die Lucy. Und ja, hier man kann das wahrscheinlich nicht sehen, aber es hat ein Minimalspiel. Und er meint, hier das Lager, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ist hinüber. Und ja, das ist die Werkstatt. Oder? Aha. Ja. Ja. Das ist alles ziemlich cool hier, freuen sich. Wir sind natürlich begeistert von dem Motorrad. Und jetzt gucken wir mal, dass wir das Gewehr gewechselt kriegen. Aber zunächst einmal kümmern wir uns um den Ölwechsel. Den passenden O-Ring hat er übrigens doch nicht gehabt, also muss es nochmal der alte tun. So, wir gehen jetzt Lager kaufen. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. Rodrigo, das ist Rodrigo? My name is Rodrigo. Yes. Ja, wir fahren jetzt zum Lager oder zum Geschäft, wo es Lager gibt. Und hier ist mein Kettenrad mit den Lagern. Und hoffen wir mal, dass die Sachen haben. Aber beim letzten Lagerschaden hieß es ja, das sind alles Standardteile. Bin ich mal gespannt. So, Rodrigo und ich sind jetzt in dem Shop. Das ist der gleiche Shop, wo ich das Öl gekauft habe. Dieses Öl ist es. Und jetzt gucken wir mal, ob wir die Lager haben. Also, schlechte Nachrichten. Sie haben die Lager nicht. Also packen wir wieder die alten Lager rein. Und der Mauro schmiert es mir nochmal ordentlich. Und am Montag, heute ist Samstag, haben mehr Geschäfte offen. Und tatsächlich habe ich da die Radlager bekommen. Also wir haben das jetzt gewechselt und alle 3 Lager sind neu. Allerdings hat es hier ein bisschen, kann man das jetzt, man hört es ein bisschen. Man kann es nicht sehen, aber es hat so ein Minimalspiel und er meint jetzt, dass das hier ein bisschen ausgeschlagen ist. Das heißt wohl, dass dieser Radlagersitz an der Narbe ein bisschen ausgeschlagen ist. Das könnte natürlich von diesem Lagerschaden, den ich hatte, dass ich noch so viel damit gefahren bin, herrühren.
Und der hat jetzt gesagt, ah ja, wer erkennt hier den Alumann? Und morgen früh fahren wir dahin und dann macht er mir das. Weil es ist natürlich so, wenn ich jetzt wieder damit fahre, kann ich es fahren, den frischen Lagern, aber die werden natürlich wieder schnell im Arsch sein. Mein gut, jetzt bin ich 20.000 Kilometer damit gefahren. Ist jetzt wieder 20.000 Kilometer hält, ist okay, aber es wird wahrscheinlich nicht besser. So, es ist schon etwas dunkel, aber hier in Calafate bin ich endlich mal dazu gekommen, auch mich um das TPMS zu kümmern. Das Reifendruck-Messgerät, was ich mir in Deutschland gekauft hatte vor der Abfahrt. Es war ja so, dass es auf der Fahrt von Santiago nach Patagonien beim zweiten Mal ist der eine Sensor ausgefallen und wenig später der andere Sensor. Und ich hatte dann gegoogelt und in Amazon stand dann, ja, irgendwo hatte ich gelesen, dass man die Batterien nicht austauschen kann, weil es verklebt ist und dass es oft ist, dass die Sensoren ausfallen und dass es dann, dass die das austauschen. Und dann so, ah ja, für mich fällt das aus, weil nach Südamerika schicken die es eh nicht. Jetzt hatte ich denen aber geschrieben und die haben dann geschrieben, ja, man kann die sehr wohl austauschen, die Batterien. Dann habe ich das mal gegoogelt und man kann das ganz einfach, das hier sind diese Sensoren, ich weiß nicht, ob man das gut erkennen kann. Die schraubt man so auf die Ventile auf und die messen dann das und schicken das per Bluetooth oder so an dieses Messgerät. So, da kann man dann Temperatur und Druck messen und eine Uhrzeit hat es auch noch und es macht auch so Warngeräusche, wenn man kann es einstellen, ab wann es Warngeräusche machen soll. Ich fand es eigentlich sehr cool, weil man dann immer sieht, welchen Reifendruck man hat. Nachteil ist, wenn man Reifen Luft nachfüllen will, dann muss man es immer mit diesem Schlüssel hier lösen, weil es dann so gesichert ist. Also man kann nicht einfach mit der Hand das aufschreiben. Das ist ein bisschen stressig, aber ja, geht schon. Dann habe ich herausgefunden eben, dass man mit diesem Schlüssel auch einfach diesen Sensor aufschrauben kann. Und dann hat man hier die Batterie. Und ja, ich habe sogar ein Geschäft gefunden hier, welches diese Knopfbatterien verkauft. Und jetzt probieren wir mal aus, ob das hält, ob das funktioniert. Ob es einfach nur die Batterien leer waren. Jetzt bin ich irgendwie ein paar tausend Kilometer ohne gefahren. Aber es wäre schon cool, wenn es wieder funktionieren würde. Tipptopp. Funktioniert wieder. Also es waren einfach nur die Batterien leer. Und es ist auch immer gut, finde ich, das hier zu haben, weil diese verschiedenen und altertümlichen Reifenluftgeräte an den Tankstellen, ich weiß ja nicht, wie man denen trauen kann. Hier habe ich jetzt 2,0 und 2,0. Ist jetzt nicht allzu viel, kann man noch mal ein bisschen was reinmachen. Naja, das wollte ich nur am Rande erwähnen. Jetzt mache ich hier noch meine, kann man das sehen? Meine Abdeckung drüber. Und dann ist gut für heute. Was ich jetzt auch noch mache bei der Gelegenheit, das hat mir mein Yamaha-Mechaniker in Deutschland gesagt. Und zwar die Speichen ab und zu mal mit dem guten alten WD-40 einzulassen, damit die sich nicht festsetzen. Ich weiß nicht genau, was da passiert, wenn die Speichen sich festsetzen. Kann ja vielleicht mal jemand erklären, aber ja, er hat es mir empfohlen und dann mache ich es auch. So, ich bin jetzt wieder beim Mauro in der Werkstatt und wir wollen uns um das ausgeschlagene Hinterrad kümmern. Dazu bauen wir es jetzt aus und dann wollen wir es zum Alumann bringen. Dabei, als ich hergefahren bin, es hat sich alles ein bisschen verzögert. Eigentlich sollte ich um 10 Uhr morgens da sein, jetzt ist 18:30 Uhr abends, aber so ist es wohl in
Aber hier habe ich jetzt bei der Fahrt festgestellt, ich habe dann Gas gegeben, konnte kein Gas geben. Da habe ich schon, ach du Scheiße, was ist los? Und der Gasgriff, sieht man das? Der Kleber hat sich gelöst, der ist lose. Jetzt fahren wir zum Alumann. Ich zeige dann auch gleich nochmal, wie das Lager auf der Seite, wo der Lagerschaden war, Überraschung, Überraschung, Spiel hat. Witzigerweise war es meiner Meinung nach fest noch, als ich in Deutschland losgefahren bin, nach dem Lagerschaden. Und ich habe das ja auch kontrollieren lassen in der Werkstatt. Die haben gesagt, es ist okay. Und auch in Kroatien, der hat gesagt, es ist okay. Entweder hat sich das jetzt danach noch als Spätfolge gelöst oder man hat nicht richtig geguckt, weder ich noch die Mechaniker. Ich weiß es auch nicht. Aber jetzt bauen wir da eine kleine Hülse oder so. Und dann hoffe ich, dass es hält. Die saubere Lösung wäre natürlich ein neues Rad. Bekommst du natürlich hier nicht. Und ist auch teuer. Vielleicht irgendwann mal. Jetzt wieder zurück zu dem anderen und an die Drehmaschine. Jetzt haben wir das Problem, dass das da nicht reinpasst. Es ist zu groß, das Rad. Jetzt sind wir beim nächsten. Guckt sich das an. Ahora imposible. Mañana. Sí, perfekto. Jetzt ist mein Rad bei dem einen Drehheini, mein Reifen bei irgendeinem Reifenheini und mein Motorrad bei ihm hier. Ja, man muss ein bisschen Vertrauen haben. Morgen geht es erst weiter. Der macht es fertig bis 13:30 Uhr. Um 17 Uhr kann ich dann zu diesem Radmann, zu dem Reifenmann gehen. Der macht mir den Reifen wieder drauf. Und ja, eben war dann noch die Batterie leer von dem Auto hier hinter mir. Was hat er gesagt? 1973er Fiat. Und musste ich dann eben noch ein bisschen anschieben. Jetzt sind wir hier noch an der Tanke. Und ja, morgen dann noch den Gasgriff festkleben. Und ich hoffe, dass dann sich nicht irgendwie wieder was Neues bemerkbar macht. Im Moment ist ein bisschen der Wurm drin. Das sind zwar alles nur Kleinigkeiten, bis auf diese Radgeschichte. Ja, aber so ist es. Gehört wohl zum Abenteuer dazu. Ich hatte ja in Santiago den kaputten Zimmerring und der ist ausgewechselt worden und seitdem mache ich auch quasi jeden Abend wische ich die Gabel frei, damit da kein Dreck sich bilden kann und der Simmering frei bleibt. Und jetzt hat mir Steffen S. noch geschrieben, den Tipp gegeben von seinem Mechaniker, das immer ein bisschen mit Motoröl einzureiben. Das pflegt die Dichtung. Das könnte noch ein guter Tipp sein. Das werde ich jetzt mal machen. So, wir sind zurück bei Mauro im Auto. Und jetzt haben wir gerade das Rad abgeholt. Und der hat es reingemacht. Er hat gesagt, das ist kompliziert gewesen, weil es eben so fein und so dünn ist. Und ja, aber es sollte jetzt fix sein. Ja, die Narbe sieht ein bisschen ramponiert aus. Ich hoffe aber, dass es fest ist. Also hier, der Mauro meint, ich habe keine Probleme mehr damit. Schauen wir mal, ob es stimmt. Achso, das Rad, das machen lassen von der Narbe hat 20 € gekostet. Das ist in Ordnung.
So, jetzt sind wir wieder zurück in der Werkstatt. Da steht die Lucy und wir bauen das Rad wieder ein und dann hoffe ich, dass es gut ist, weil sonst mehr kann ich jetzt hier auch nicht machen. Ja. Hier sieht man, das ist jetzt fest. Das hier ist halt nicht so schön. So, das Rad ist eingebaut und es hat jetzt absolut kein Spiel mehr. Also, das ist gefixt. Frage ist nur, wie lange es hält. Ich hoffe lang. Ja. Super, jetzt müssen wir noch den Gasgriff machen. Hab ich ja schon gezeigt. Der dreht hier durch. Sieht man hier. Hat sich gelöst. So, Heizgriff habe ich jetzt auch zum ersten Mal abgemacht. Hier unten ist kann man den abklipsen. Kann man jetzt hier irgendwo sehen. Wahrscheinlich schlecht. Nicht mal Licht. Hier kann man ihn abklipsen. Da sieht man noch den Schalter da unten. Den Stecker, besser gesagt. Und dann ist es mit Kabelbindern hier fest. Dann kann man die natürlich auftrennen. Aber man kann es genauso jetzt rausziehen, dass es gerade so drüber geht. Aber so haben wir es geschafft. Und jetzt machen wir hier Kleber drauf. Und dann müsste es gut sein. So, ein neues Problem ist, dass mein Kleber ist ausgetrocknet. Jetzt guckt er, ob er noch Kleber da hat. Ah, okay. Hat er noch da 2 Komponentenkleber. So, Lucy. Ich hoffe, das hält jetzt. Ich werde morgen mal einen größeren Ausflug machen. Das seht ihr in dem anderen Calafate-Video. Und wenn was ist, kann ich hier noch zurückkommen und kann man das noch fixen. Und ich hoffe auch, dass hier der Gasgriff hält und so weiter. Aber das sind ja eher Kleinigkeiten, aber ja, mit lockerem Gasgriff fährt sich halt auch nicht geil. Einen Tag später bin ich jetzt ein bisschen mehr als 100 Kilometer Probe gefahren. Bin auch extra so ein bisschen hoch und runter, große Bürgersteige und sowas. Klar, kann man jetzt nicht sagen, aber soweit hält's. Das Rad ist fest. Ich war hier nochmal bei Mauro, der hat auch nochmal geguckt, hat gesagt, es ist fest. Und ja, das war eben so, dass die Radnabe ziemlich dünn ist, da wo er eben diese Hülse eingesetzt hat. Und deswegen hat er die mit Schweißnähten verstärkt. Ich kann es nicht beurteilen, wie gut oder schlecht es ist. Aber ja, da muss ich jetzt mit leben. Eine neue Radnabe kriegt man hier nicht. Ja, so ist es. War jetzt eine größere Reparatur. Ich hoffe, dass ich jetzt erstmal Ruhe habe und dass alles safe und gut ist. Hinter mir, die machen irgendwas von diesem Quad-Ding. Mit diesen Bildern von der Werkstatt verabschiede ich mich aus Calafate. Ich hoffe, dass das alles hält und safe ist und dass ich erstmal jetzt keine Probleme habe mehr. Ja. Bedanken möchte ich mich noch bei Norbert und Erik für die Unterstützung. Vielen Dank. Die waren auch in Celjava an der bosnischen Grenze bei dem Flugzeugwrack. Video blende ich ein. Da hatte ich meinen Aufkleber hingeklebt. Den haben sie fotografiert und mir geschickt, was ich sehr cool fand. Vielen Dank nochmal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Rudi. Tschüss.